Hallihallo, willkommen zu einer neuen Folge von The Beginner's Guide. Bevor ich jetzt hier weitermache, muss ich vorher leider ein kleines Problem ansprechen. Und zwar, das Spiel hat ein schönes Update, hat auch wunderbar installiert, nur leider danach funktioniert es nicht mehr richtig. Das heißt im Genauen, es startet man sie kurz, den Entwickler, sozusagen das Entwicklerstudio, diesen Startscreen. Und dann sollte ja eigentlich das Menü kommen, aber da stürzt es dann immer ab, ohne Fehlermeldung, ohne irgendwas. Jetzt ist eine Lösung, die ich gefunden habe, dass man das auf den Einstellungen, also man kann ja im Steam-Ordner die Exe anwählen, Eigenschaften und dann noch Kompatibilität. Da kann man in diesem komischen Fenstermodus 640 mal irgendwas anwählen, dass er das startet. Wenn man das macht, dann startet das Spiel, man kommt ins Menü, dann muss man es einmal beenden, dann wieder diesen Punkt da rausnehmen, damit man nachher wieder die Grafikoption wieder ändern kann. Weil danach startet das Spiel dann wieder in diesen 46 mal Dings, dann kann man die Grafik ändern auf die richtige Einstellung. Während der Haken da drin ist, kann man die Grafikeinstellung natürlich nicht ändern. Weil er dann festgelegt auf diese kleine Fenstergröße. Ja, das ist das aktuelle Problem. Heute, Freitag, ist heute 15.? Ich habe gar keine Ahnung. Auf jeden Fall Oktober 2015. So. Ich hoffe, das wird bald gefixt, weil das ist doch ein bisschen nervig. Das Handy muss ich auch noch leiser machen. Tut mir leid. Meine Fresse. So, jetzt ist aber Ruhe. Jetzt können wir uns wieder dem Spiel widmen. Denn eigentlich das Spiel ja auch this richtig environment gut. is meant to represent Coda's puzzle, with the two doors on either side and a dark transitional space between. Ja, wo wir sind. Ach, ich glaube, wir gehen erstmal ins Haus. Heute oben habe ich schon die Tür gesehen. Toll, vielleicht war es doch falsch. Putzen. Sehe ich da schon? Also guck erstmal hier. Meine Güte, ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass du da bist. Ich dachte schon, ich müsste das ganze Haus alleine putzen. Das wäre eine Elendsarbeit geworden. Jeder weiß, dass es alleine länger dauert. You'll notice that the quality of the art is a step up from previous games, including this new and improved chat system, which he started using from this point on. From here on out, he begins putting much more effort into the visual polish of his work, and this particular game took 2 months to create as a result. Ja, gleich viel schöner, so muss der Tisch aussehen. Ja, wenn du mir sagst, wo das Schlafzimmer ist, dann machen wir auch das Bett. Ach, hier. Sehr schön. All die Kleinigkeiten zählen. Machen wir. Ihr seht, die Befehle wurden nicht übersetzt, lustigerweise. Putzt du gerne? Wie kamst du zu dieser Arbeit? So deutlich habe ich das Haus schon lange nicht mehr gesehen. Wir machen mal die 1. Naja. Es ist mehr eine Notwendigkeit als Spaß. Bei der Arbeit bekomme ich immer so ein wohliges Gefühl. Anders lässt sich meine Seele scheinbar nicht beruhigen, aber das ist ja irgendwie das Wichtigste. Das und ein ordentliches Sofa. Ja, natürlich können wir die Kissen in Ordnung bringen. Hier, guck da. Bam. Ist das nicht schön? Haben wir das nicht toll gemacht? Hey, da drüben am Sofa scheint ja jemand was Schönes zu sagen. Ja, wir wischen das auch gerne auf. Oh, das Glas das mal bestehen, okay. Soll ich dir mal einen ganz persönlichen Käse verraten? Ist in Ordnung? Oh, Käse ist immer gut. Die Übersetzung ist da ein bisschen komisch. Ja, ja. Punkt. Nein, doch nicht. Halt blöd, egal. Sag jetzt. Hey, das Geschirr muss gespült werden. Warum nimmst du das nicht? So, fertig. Ich glaube, die Wanne muss mal wieder geputzt werden. Wie wäre es, wenn ich darum komme, dass man sie ordentlich sauber machst? Was denn nun? Ordentlich sauber oder nicht perfekt? Also, entscheide ich mal. Liegen im Schlafzimmer Bücher auf dem Boden herum. Wenn ja, kannst du mit ins Regal räumen. Ach, natürlich. Oh, war hier gefallen. Da kann man auch durch. Schöne Musik. Perfekt. Ja, ich
Denn, warum kommst du nicht in Räumen? After the intense set of Geschirr prison ab. games, this house cleaning level almost feels like cleansing. It's the moment after a particularly difficult or traumatic experience where you just need to let it sit and digest inside of you, and eventually cohere into something meaningful. Schätzchen, lass dir was sagen. Wie schwierig der Hausbus ist, liegt allein an dir. Wenn es dir zu schwer fällt, solltest du dich vielleicht besser vorbereiten, bevor du zur Arbeit erscheinst. I know that Ha, Coda really wieder einer liked meiner this game. Gardinenpredigten, na klar. Of all of his work, actually, this was the only one that he called me up to ask me to come over and look at it. This was during a period of a few months where he was like grossly happy all the time, just walked around with a constant smile on his face. Schön. Ja, wir machen auch die Wanne sauber. Aha. Das Haus eines Menschen wie seine Seele. Okay. Wenn man gut darauf aufpasst, behält das einen auch gut. Ich weiß nicht, warum mir das so komisch vorkam. Verstehe, so das sagt man nicht zu jemandem, den man gerade erst kennenlernt. Hast recht, das ist ziemlicher Käse. Ist was Wahres dran, meinst du nicht? Wir sagen mal das Dritte. Wie dem auch sei. So, putzen. Lass uns weitermachen. Die Bücher. Bringst du die Bücher in Ordnung? Danke. Ja, natürlich. Schon wieder. Wie machst du das eigentlich da? Vom Tisch aus die Bücher wieder in Ordnung bringen. I'm glad he made this. I'm glad he found some peace. Ja. Das freut mich auch. Frage. Ja. But, of course, it Macht ja can't Spaß. last. The music stops, your companion is gone, it's time to leave. The door at the top of the hill is now open as well. Again, you can't stay in the dark space for too long. You just can't. You have to keep moving. It's how you stay alive. Du können nicht in der Dunkelheit sein. Das wäre das erste Mal, dass wir nicht in der Dunkelheit sein bleiben können. Ach, die Wände sind ja weg. Juhu. Na gut, dann gehen wir mal jetzt durch die Tür. Ach, die Lampe. Which Schön. is the whole point of the puzzle doors, right? That sooner or later you have to pick up and move. I really thought that was the point of it. Ach, so meint er das mit dem am Leben bleiben. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Weil man sonst vor Langeweile stirbt. This one gets a bit goofy. Warum bist du heute hierher gekommen? Um dein Leben zu verbessern? Um dich beruflich zu verbessern? Um eine Beziehung zu vertiefen? Nein. Du bist gekommen, weil du perfekt werden möchtest. Können wir uns eigentlich bewegen? Nein, wir können nicht bewegen. Ach, wir sitzen jetzt woanders, okay. Warum steht das da zwischendurch auf Englisch? Wieder was vergessen zu übersetzen? Ich möchte, dass sich deine Freunde, die Menschen in deinem Leben ansehen und denken, wow, diese Person ist ein besserer Mensch als ich. Also gut, über welche Person in deinem Leben denkst du das? Welche Person kennst du, die so perfekt ist? Nicht so schnell. Liest das mal selber. Schon wieder was auf Englisch dazwischen. About halfway through the game, the perspective shifts. Oh. What the fuck? And you play as the teacher. And suddenly, you discover that your teacher is just as bigoted and afraid as you are. Oh, and also you can move around the classroom now. Ach, kann ich? Schön, toll, prima. Dann gehen wir nochmal da hoch. Ach, okay, da können wir nicht. War doch eine Lüge anscheinend. Okay, was antworten jetzt? Das ist der Schlüssel. Wie schaffe ich das mit so einer Mühe? Auf dem Weg zur Arbeit habe ich einem Senioren gesagt, nicht mal was zur Gesellschaft beizutragen. Kinder sollten nicht in Trümpfen folgen. Hä?
Ich sag nur eines, wenn es nicht weh tut, ist es nicht die richtige Lösung. Ich liebe dich ja noch. Aber lass mich trotzdem kalt. Es muss schrecklich sein, so alleine zu sein. Was ist, wenn wir 3 drücken? Aha, jetzt ändert sich die Farbe. Gott sei Dank haltet ihr mich alle für weise und intelligent, trinkt und richtet in meinem Leben keinen Schaden an. Okay. Wer sich quält, die richtigen Lösungen im Leben zu finden, der macht es nicht richtig. Verstehst du denn nicht, dass du nur glücklich sein kannst, wenn du mich liebst? Das ist doch für dich. Das ist eine komische Logik. Ich glaube, das ist so Stalker-Logik. Oder Psychopathen-Logik. Die einzig wichtige Frage ist, was ist der einfachste Weg nach vorn? Igitt, mir wächst ein Geschwür. Eklig. Nein, das Geschwür nehmen wir auf keinen Fall. Haha, war nur ein Scherz. Bist du sicher, dass das nur ein Scherz war mit den Gefühlen? Also mit den Gefühlen, dass man nur dann glücklich ist, wenn du sie liebst. Er will hier noch ein bisschen Ecstasy nehmen. Ja, natürlich. Es gibt keine Wahrheit, es gibt keinen Weg. Was, wenn ich kein guter Lehrer bin? Tu, was am einfachsten ist. Fühle, was wahr ist. Nein, Leute, da hinten kommt irgendwas aus dem Raum heraus. Vorsicht! Das ist so gut. Okay. Nichts, niemand. Es wird dich zerstören. Alle weg! Schnell! Jetzt sind wir wieder ruhig. I felt pretty hard for this one. I feel like it's one of the most relatable experiences that you can have. To assume that some other person is perfect and totally fulfilled in every way, and completely miss all of the little flaws that make them painfully human. I think about this game a lot these days. Ja. This one took a lot longer than all the others for Coda to make. It was 4 months between this and the last one. That's twice as long as it took him to make any other game before this, and it's not like it's particularly complex, so I remember I found that a little strange at the time. Okay. Stille. Hier. Stille. Sofa. Tisch. Bühne. Ha, cool. Ja, ich weigere mich absichtlich, dann zu gehen. Können wir hier hoch? Nein. Ich hoffe ja immer, dass man hier noch irgendwas Besonderes entdeckt. Und wenn es nur ein Kommentar ist von unserem guten Erzähler. Aber nein. Gehen wir mal auf die Bühne. Ich hab mich erschrocken von den Dings an, die Scheinwerfer. Was ist das denn? So, die Vorstellung beginnt. Auf die Plätze bitte. In der Szene spielst du mich. Du bist mit Kollegen zusammen. Wo denn? Am Anfang lehnst du einfach an dieser Wand. Gut, bleibt genauso. Die Frau da drüben auf dem Stuhl ist professionelle Tierfotografin. Dein Traum ist es, Tiere professionell zu fotografieren. Jetzt hast du die Chance, von ihr zu lernen, etwas zu tun, um deinen Wunsch wahr werden zu lassen. Los, sprich sie an. Hallo, ich muss los. Wo ist die Toilette? Ja, das sind alles super Auswahlmöglichkeiten. Hallo, ist das alles? Das ist kein Gespräch. Ja, das andere auch nicht. Du musst ein Gespräch mit ihr führen, ein Mensch sein. Versuch es nochmal. Ich habe gerade total Angst. Ich mag dich. Hier sind alle meine Träume und Hoffnung. Wir haben Angst. Nein, nein, nein. Das habe ich nicht zu ihr gesagt. Du triffst den Ton des Gesprächs kein bisschen. Na, dann sag mir doch, was du gesagt hast. Ich war zurückhaltend, aber ich wusste, was ich wollte. Ich hatte Selbstvertrauen. Es war nur dieser eine Moment, aber ich hatte Selbstvertrauen. Vielleicht brauchst du ein besseres Gefühl für die Situation. Um uns herum waren viele Leute. Ich gebe dir ein paar Requisiten. Diese Dinger hier stehen für die Menschen um uns herum. Sprich jetzt wieder mit ihr. Das war bestimmt harte Arbeit, dahin zu kommen, wo du jetzt bist. Du hast bestimmt gelernt, mit Schmerz umzugehen.
Welche Opfer musstest du bringen? Wieder 1. Du vergeigst es wieder total. Das war mir so klar, dass es falsch ist. Wenn du so schnell persönlich bist, läuft sie doch davon. Verstehst du nicht, wie wichtig das für mich war? So eine Chance bekomme ich nie wieder. Lass mich mal was probieren. Geh ein Stück zurück von der Bühne. Mach ich. Tschüss. Achso. Oh, hier ist die Lampe wieder. Noch ein Stück. Ja. Ich schätze, das heißt, wir sollen da entlang. Okay, ja, so passt The es. game ends So with hat this es eerie ausgesehen. premonition of what's going to happen Lol. next in Coda's life. The solution to social anxiety, to fears of having to perform and having to chase success, the answer for Coda is to withdraw, to hide himself away. Which is what leads to scenarios like the stairs that slowed you down several games ago, where it just becomes harder and harder to access Coda's inner landscape because he keeps retreating. He just keeps backing away from possible connections to anyone other than himself. And to be honest, I didn't consider it very healthy when I first played this game. You know, it looked to me like he was trying to justify the idea of just disconnecting yourself from the world. And that wasn't what I wanted for him or for his games. Because I feel like a lot of his games are inviting me to connect with this person, to bring him closer. But what can you do? After this, Coda went off and took another 5 months to make a new game. Okay. Möbiusflug. Man soll die Augen schließen, ist logisch. Soll ich jetzt die Augen zumachen? Was ist hier los? Blind. Hilfe, ich bin blind. Ich kann nicht sehen, was ist hier los. Was ist denn los? Das ist mir gerade abgehört. Da wurde plötzlich schwarz vor Augen. Eine riesige Tür und dann wurde schwarz vor Augen. Hilfe, ich bin blind. Lol. Captain, was können wir tun? You should probably open your eyes if you haven't already. It's pretty much impossible to solve otherwise. And there is a solution, by the way. Blind. Blind. Ach, jetzt sind wieder die 3 Punkte. Bam. Wahrheit. Der einzige Ausweg ist, mit jemandem zu sprechen, der ehrlich ist. Oh. Ja, genau so. Das ist wahr. Ich fühle es nicht mehr. Ich habe keine Idee Like I mehr. said, I was getting Das zählt mich concerned. auf. First off, he's never been this explicit in his work about exactly what he's thinking. So, where's that coming from? But then, even weirder, his work has potentially stopped being an outlet for him. Not like he's having trouble iterating on ideas, but he literally just can't think of new ideas anymore. And in person, he was being a lot more distant than usual. Like, you know how sometimes a person will just deflect anything that you say in order to keep themselves disconnected all the time? It was that kind of thing. Here was the point in my relationship with Coda where I really started to wonder if he needed my help in some way. Würde ich auch. Sieht ja sehr nach einem Hilferuf aus. Machen wir die 1. Weiter so, sprich weiter. Nummer die 3. Ich dachte, das würde einfach werden. Das machst du richtig, es funktioniert. Ich bin allein, ich stecke daran fest. Ich muss mich mehr bemühen. Machen wir die 1. Wir schaffen das. His games are going to get more desperate from here on out. After this game, it's almost 6 months before he finishes something new.
Aber ich denke mal, damit machen wir jetzt hier erstmal Schluss. Anscheinend wird das jetzt sehr viel ernster hier. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber ich habe so eine böse Vorahnung. Aber okay, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge dann. Also sage ich jetzt hier Tschüss, bis dann.